jetzt stellen wir uns mal vor, da sagt jemand zu dir einen Preis und du sagst, oh, da habe ich gar nicht mit gerechnet. Und du schließt jetzt dieses Rad aufgrund des Preises direkt vom Kauf aus. Und du siehst, ich kann den Drehgriff hier wirklich in Millimeterabständen verdrehen. Ist eigentlich schade, dass wir den Ölwechsel nicht zeigen können. Das ist jetzt so für die Aktion Bier statt Kinder. Ja. Und jetzt muss ich anhalten, weil ich gerade nicht weiterlaufen kann. Und du siehst, Ach, das stinkt hier irgendwie. guck mal, und irgendwann, ich sag ja, irgendwann kommt der Tag, da haben wir auch Zuschauer. Ja, Die sind live beim Dreh dabei. Erst kriegen wir eine Torte, dann Zuschauer. ja, ein Zuschauer. Übrigens, du bist ja sehr weit weg, ne? Also wenn du was sagst und ich höre das dann nicht, dann ist das wahrscheinlich, weil du so weit weg bist. Ja, ich muss mal eben messen. Ja, was hast du gesagt? Ja, ich muss mal eben was ausmessen. Ich Ja. habe mal gemessen, ist tatsächlich das 75er. Also haben die uns tatsächlich das richtige Rad geliefert? Ja. Cool. Und hier ein weiteres Video mit Nils Hogendorn. Moin erstmal. Ich muss mich jetzt erstmal daran gewöhnen. Dieter steht ganz weit weg. Wir haben ganz viel Platz. Wir haben uns ein richtig schönes Örtchen hier ausgesucht. Und ich habe ein Rad mitgebracht. Oder sogar zwei. Unschwer zu erkennen. Riese und Müller. Load 4. Vario. Und warum eigentlich 4? Also ich habe kurz überlegt, ich hatte gerade auch schon mit Dieter gesprochen und wahrscheinlich, ich weiß es nicht mal genau, aber ich gehe ganz stark davon aus, es ist die 4. Modellgeneration vom Load. Ich werde schon wieder schwach mit dem Lastenrad. Ja, also du musst noch ein zweites Fahrrad haben. Darum geht es ja gar nicht. Nee, darum geht es nicht. Und das ist auch alles privat, was wir hier zwischen den Text bereden. Deswegen, ne, aber also wir hier haben geht es jetzt schon um das Load. Doch, das geht schon ums Thema Lastenrad, weil ich sage ja immer wieder, 2023 ist das Jahr des Lastenrades. Oder, naja, es gibt noch eine weitere Kategorie, die finde ich auch ganz spannend. Aber das ist auch egal. Wir machen weiter mit dem Lastenrad. Und ja, das ist schon wieder eine Radvorstellung. Wir kriegen immer wieder neue Fahrräder geliefert von Riese und Müller oder Simplon oder Stevens, weil wir sind ein Fahrradgeschäft in Jaderberg. 26349 ist die Postleitzahl am Esch 2. Dort findest du uns. Und wenn du zur Fahrradberatung herkommen möchtest, dann ist ganz wichtig, buche vorab einen Termin. Dann wirst du bei der Fahrradberatung ausgemessen. Dann gehen wir ein paar Fragen durch, sodass du ein Fahrrad bekommst, das wirklich ideal zu deiner Körpergröße passt und zu deinen Vorlieben und Einsatzzweck. Und nur mal angenommen, du siehst jetzt das erste Mal eine Radvorstellung auf diesem Kanal oder überhaupt das erste Mal ein Video von Zweirad Hogendorn, dann ist ganz wichtig, dass du den Kanal abonnierst und kein weiteres Video mehr verpasst. Gerne darfst du die Videos natürlich auch teilen, aber was ich auch unbedingt sagen muss, was du wissen solltest, ist, wenn wir eine Radvorstellung machen, dann erzählen wir genau über das, was hier in diesem Moment jetzt vor mir steht. Das heißt, es gibt hier vielleicht noch mehr Konfigurationsmöglichkeiten. Wir stellen das Rad aber so vor, wie es hier steht. Und das ist auch der Grund, warum wir selten Preise oder über das Gewicht vom Rad sprechen, weil es gibt einfach mehrere Ausstattungsvarianten von diesem Rad. Und dann ist ja noch eine Meinung von mir, du suchst dir ja vielleicht ein Fahrrad aus oder bist auf der Suche nach einem Rad. Und jetzt stellen wir uns mal vor, da sagt jemand zu dir einen Preis und du sagst, oh, da habe ich gar nicht mit gerechnet. Und du schließt jetzt dieses Rad aufgrund des Preises direkt vom Kauf aus. Egal, vielleicht sagst du, ist mir zu billig oder du sagst, ist mir zu teuer. Na, also es gibt ja immer beide So billig ist auch gut, ja. Ja, es gibt beide Varianten. Ja. Und darum sage ich das auch nochmal. Weil wenn du es aufgrund des Preises einfach schon aussortierst, dann weißt du manchmal ja vielleicht gar nicht, was du in dem Moment vielleicht verpasst oder was du vielleicht hättest haben können. Und hier siehst du jetzt das Load 75.4 Vario. Oder ganz genau Load 4 75 Vario. Warum 75? Weil es eine Ladefläche hat, die eine Länge hat von 75 Zentimetern. Ich kann ja auch noch mal meinen Zollstock daneben halten, weil wenn Dieter eine Skala einblendet, dann ist sie manchmal nicht ganz so genau. Darum habe ich das jetzt noch mal so gemacht. Das ist immer exemplarisch.
Also Ladefläche, lange Ladefläche und dann Vario, weil wir haben hier die Enviolo stufenlose Nabenschaltung. Und falls du die Enviolo stufenlose Nabenschaltung noch nicht kennst, zeige ich dir sie einmal und du siehst hier den Drehgriff und hier hast du einmal so einen Bergfahrer. Und ich sage immer, weil wir ja aus Norddeutschland kommen, das ist der Deich. Und wenn das so, wie es hier jetzt angezeigt wird, bergauf geht, sage ich immer, so kannst du den Deich super rauffahren. Wenn wir jetzt mal zurückdrehen, dann wird aus diesem Berg eine flache Linie und so kannst du es dann so, ja, wie soll ich das sagen, so kannst du es. Ist doch klar, wenn es der Berg ist, dann ist es ein kleiner Gang, also leichtes Treten, Genau. bergauf. Und wenn es die Linie ist, ist halt eben Flachland, nordische Steppe. Sehr gut, danke Dieter. Ne? Großer Genau. Gang. Und du siehst, ich kann den Drehgriff hier wirklich in Millimeterabständen verdrehen. Das heißt, je nachdem, wie du treten möchtest, beziehungsweise was für eine Übersetzung du gerade wünschst, kannst du es hier wirklich ganz fein justieren. Dann schauen wir uns auch noch einmal die Hinterradnabe an, weil da sitzt die Technik. Und du siehst schon, es ist ein geschlossenes System. Das Getriebe von der Enviolo läuft in einem Ölbad. Und hier ist sogar die Heavy-Duty-Variante verbaut. Und das macht auch Sinn in einem Lastenrad. Ja, das ist ja toll, ne? Mit dem Ölbad. Ist eigentlich schade, dass wir den Ölwechsel nicht zeigen können. Bei welchem Video war das? Wir wollten noch einen Ölwechsel zeigen. Ja, da Wenn haben wir wir da- aber gar nicht so viele Xe gekriegt. War nicht so viel, ne? Nee, aber- schade. Aber den Ölwechsel, den machen wir trotzdem Machen wir mal. ihn trotzdem? Aber da war ja noch so ein anderes Video. Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt hier zum Thema passt. Ist ja kein Cargo-Bike gewesen. Nie. War kein Cargo-Bike. Aber auch ein spannendes Rad in Jefergrün. Und da habe ich gesagt, ich baue das Rad um und mache da goldene Aufkleber und so mache so eine Jefer-Edition da draus. Ja. Ja, 100X brauchen wir dafür. Ich glaube, jetzt Ja. haben wir 98. Also nicht unter dem Video. Das Ja, andere, also ne? das andere Video. Müsst ihr suchen. Wenn dich das interessiert. So, und jetzt gucken wir uns auch mal den Rest vom Cockpit an und wie das bei einer Radvorstellung bei Zweirad-Hogen dann so ist der Akku hier nicht aufgeladen. Wir haben hier 15%, aber das ist ja auch egal. Nee, das hat Tradition bei uns. Das ist Tradition, genau. 9:48 Uhr, das wird wohl stimmen. Ja, und du siehst hier in der Mitte das Kiox 300 und hier auf der linken Seite vom Lenker die Remote Control. Und das sind alles Bauteile vom neuen Smart-System aus dem Hause Bosch. Und darum hat Riese und Müller auch die 4. Generation vom Load aufgelegt, weil hier ja, eine Weiterentwicklung vom Antriebssystem verbaut ist. Was kann das eigentlich? Also es kann eigentlich alles, was du zum Fahren wirklich benötigst. Geschwindigkeit kannst du anzeigen, Fahrmodus kannst du anzeigen, Restreichweite, Akkufüllstand, Licht an, Licht aus und so weiter. Noch vieles mehr. Du kannst dich sogar damit navigieren. Und wie der Name Smart System schon sagt, du kannst das Rad mit deinem Smart System, nicht mit deinem Smart System, sondern mit deinem Smartphone verbinden. So, und du kannst rein theoretisch auch das Kiox 300 gegen dein Smartphone austauschen und dann dein Smartphone als Display nutzen. Du kannst aber auch komplett ohne Display unterwegs sein. Wenn du jetzt sagst, brauche ich alles nicht, will ich nicht, kannst du das Rad wirklich, so wie ich es jetzt mal zeige, ich habe es mal abgenommen, kannst du es auch ohne Display fahren, das Ganze. Also das ist wirklich nur eine Darstellung von deinen Fahrleistungen oder von deiner Geschwindigkeit oder wie auch immer. Aber ganz wichtig an dieser Stelle, wenn du dir ein E-Bike oder Cargo-Bike mit Smart-System kaufst, musst du nicht zwingend dein Smartphone dabei haben. Also du kannst es auch wirklich ohne Smartphone nutzen. Dann ist hier unten noch ganz klein der Fernlichttaster versteckt. Finde ich, ist auch sehr gut zu erreichen. Dann haben wir ergonomische Handgriffe aus dem Hause Ergon. Hier sind nicht zu sehen im Video, aber hier sind Tektro-Bremsen verbaut. Und noch viel wichtiger finde ich die Zugverlegung. Auch hier am Cargo Bike
wirklich eine saubere Zugverlegung. Hier haben wir so Neoprenhüllen, da sind alle Züge drin, ja, sicher und sauber versteckt bzw. verlegt. Und wenn wir beim Cockpit sind, da gibt es noch viel wichtigere Sachen als Griffe, Bremsen, Display, Drehgriff und Klingel, denn dieses Cockpit ist ja einstellbar. Und ich mache das jetzt mal. Ich habe hier zwei so Spannhebel. Dann habe ich hier noch so einen Knopf. Und jetzt siehst du schon, ich kann den Vorbau Winkel verstellen. Das heißt, wenn du aufrecht sitzen möchtest, kannst du den Lenker näher zum Sattel holen. Wenn du sportlich fahren willst, kannst du den Lenker vom Sattel entfernen oder den Abstand vergrößern. So hast du eine andere Sitzposition. Was aber auch geht, je nachdem wie groß du bist, kannst du die Lenkerhöhe hier auch individuell einstellen, so wie es dir am besten gefällt. Und den größten Vorteil, den ich da sehe, ist, dass du dir das Rad so mit jemandem teilen kannst. Genauso ist es auch beim Sattel. Auch hier Schnellspanner einfach öffnen, gewünschte Sattelhöhe einstellen oder wie ich gerade eben schon gesagt habe, beim Lenker kannst du das Rad so auch wunderbar mit jemandem teilen. Ich mache das zum Beispiel auch mit meiner Frau. Eine Frau bringt damit die Kinder zum Kindergarten oder fährt einkaufen, was auch immer. Und wenn ich sage, ich brauche heute ein Lastenrad, weil ich irgendwas transportieren möchte, heute habe ich zum Beispiel einen Mixer dabei, sollte man immer dabei haben, Ja. dann fahre ich auch mal mit dem Load. Und jetzt kommen wir zum Eigentlichen, was so ein Lastenrad letztlich auch ausmacht. Und das ist nämlich die Ladefläche. Und hier siehst du schon, die Ladefläche ist wirklich recht tief oder sogar sehr tief. Und das bedeutet, dass der Schwerpunkt wirklich niedrig ist von dem Rad. Und als Faustformel, das kannst du dir merken, je niedriger der Schwerpunkt von so einem Lastenrad oder von dieser Transportbox, desto besser fährt sich auch so ein Lastenrad. Wir gucken erst einmal von außen. Du siehst hier das Load 4 75 mit niedrigen Seitenwänden. Das hat einmal den Vorteil, weil wir haben hier Kindersitze, dass die Kinder wirklich einfach in das Load einsteigen können. Und dann haben wir hier ein Kinderverdeck. Ist auch ganz praktisch. Du siehst schon, ich habe die Seite hier geöffnet. Ich kann das auch ganz einfach verschließen. Genauso einfach lässt sich das auch öffnen. Ja, komm her. So, genau. Kinder können wirklich ganz entspannt auch rausgucken, sind geschützt, wenn es denn doch mal richtig regnet. Und wenn die Sonne richtig doll scheint, dann haben wir hier sogar einen Sonnenschutz. Alles wirklich einfach von der Handhabung, kindgerecht und praktisch. Und Hunde kannst du auch damit transportieren. Hunde kann man damit auch transportieren, wobei beim Hunderad ist ja mein Tipp immer ein Lastenrad zu haben mit einer Klappe. Ich könnte jetzt sagen, aber ein sportlicher Hund, der kann da auch drüber springen. Ein sportlicher Hund kann aber auch selber laufen. Also ist aber auch egal. Letztlich kannst du ja alles mit dem Rad machen. Hier stelle ich jetzt mal das Load 4 vor. Es gibt aber auch ein Rad, wo ich sage, das ist für einen Hund auch wirklich ideal. Also es gibt ja für jeden Einsatzbereich das richtige Rad und darum ist die Fahrradberatung auch wirklich wichtig, weil unsere Produktexperten, also neben mir, gibt es bei Zweirad Hogendorn noch mehr und die können dir da wirklich genau das richtige Rad zeigen, was zu deinen Wünschen und Vorlieben passt. Und wenn du jetzt sagst, no, das Verdeck, das ist aber ganz schön wuchtig, brauche ich nicht, ja, kannst du auch ganz einfach abbauen. Aber mein Tipp schon an dieser Stelle, wenn du deine Kinder mit einem Lastenrad transportieren möchtest, dann bestell das direkt beim Kauf mit. Dann hast du das nämlich. Weil das Geile ist, kannst du es auch einfach entfernen. Ich mache das mal.
Also hier sind wirklich sämtliche Reißverschlüsse. Das heißt auch wirklich im Sommer, wenn es extrem warm ist. Rollo runter und dann kannst du die Seitenwände alle aufdrehen. Und selbst die Rückwand hier, die kann man auch noch mal zusätzlich hochmachen. Das heißt, maximaler Durchzug geht auch. So. Das ist das Geile an den Videos von Zweirad Hogendorn, weil manchmal funktioniert nicht alles auf Anhieb. Ich mache aber weiter. Ich kann dich nämlich hier an dieser Stelle auch beruhigen. Das ist ja ein ganz neues Fahrrad. Ich habe jetzt noch nicht 10-mal das Verdeck auf- und abgebaut. Am eigenen Rad habe ich auch so ein Verdeck. Da ist es noch ein bisschen anders. Hier ist das in Wirklichkeit noch ein bisschen stabiler gemacht. Und weil das so neu ist, funktioniert das jetzt noch nicht so auf Anhieb. Aber ich hab's gleich. Brauchst du Hilfe? Ja, weiß ich noch nicht. So, sag ich doch, ganz einfach. Ja, das ist das Verdeck. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Doch. Aber auch wenn du es jetzt zu Hause rumliegen hast, irgendwo kann man wirklich einfach verstauen, ganz flach zusammenfalten und gut ist. Ja. Dann lege ich das mal hier rein. Und das Coole ist, aber das ist wieder eine Sache von mir, das ist ja auch immer eine Geschmackssache, wenn du dieses Kinderverdeck hast, dann hast du auch immer diesen Bügel. Und ich finde, selbst wenn du ohne Verdeck unterwegs bist, finde ich diesen Bügel irgendwie extrem cool. Das ist so wie damals beim Auto so ein Bullenfänger. Du kannst ja vorne so einen Kuhschädel dran machen, so mit Hörnern. Alter, das wäre Das wäre doch mal was, ne? Ja, Aber nee, keine 100 X dafür, dass wir das machen. Nee. Nein, das machen wir auch nicht. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Nee, lass uns mal gucken, was hier noch so ist, weil wir haben hier Sitze. Ja, und hier könnte man meinen, hier haben wir sogar 3 Stück. Wobei, irgendwas fehlt hier, ne? Ich weiß auch nicht, wo das geblieben ist. Aber gucken wir gleich mal. Interessant auf jeden Fall an dieser Stelle, du kannst die Sitze einstellen. Also je nach Größe ist das hier alles höhenverstellbar und einstellbar. Und was ich auch erzählen kann an dieser Stelle, im Kinderanhänger dürfen Kinder bis zu 7 Jahre transportiert werden. Und im Lastenrad gibt es keine Altersbegrenzung. So, ich probiere mal was aus. Und ich habe das ja gerade mit den 7 Jahren erzählt. Beim Lastenrad gibt es keine Altersbegrenzung. Aber von der Größe, da wird es natürlich, irgendwann wird's eng. Ne? Und an dieser Stelle kann ich auch noch eine kleine Geschichte erzählen, weil ich habe schon mal einen unserer Kollegen mit dem Load 75 hier in Jadderberg zum Bahnhof gebracht. Das geht. So, und ich habe ja gerade eben schon gesagt, wir haben hier 3 Sitze, wobei der eine ja halb ist. Und ich habe dann so im ersten Moment gedacht, wo sind denn überhaupt, wo ist denn der dritte Sitz jetzt? Wie soll das funktionieren? Und so ist natürlich ideal, wenn du jetzt 2 Kinder transportieren möchtest. Das geht alles. So, mit dem dritten Kind wird es dann vielleicht ein bisschen eng. So, man meint dann auch, oh, wie ist das mit dem Fußraum und so weiter. Und unschwer zu erkennen, wenn man hier mal ganz genau guckt, dann kann ich hier so eine Klappe öffnen. Und dann haben wir hier, oh, da liegt auch noch ein Paket. Oh, ist das wie so immer Zubehör? Gucken wir gleich, was da drin ist. Und dann haben wir hier jetzt den dritten Sitz. Und hier haben wir, ich muss mal gucken, Original Sachertorten. Oh, darf ich dir die abnehmen? Die darfst du mir abnehmen. Und jetzt weißt du auch, warum der Mixer dabei ist. Guck an. Einer unserer lieben Zuschauer hat uns eine Torte geschickt. Warte. Lass sie nicht fallen. Nee, lass ich nicht. Ja, bring die gleich in Sicherheit. Weil was wir damit machen, das erfahren unsere Zuschauer in einem weiteren Video. So, ich messe mal eben. Ich will nämlich wissen, wie tief ist eigentlich dieser Fußraum. Und hier haben wir ungefähr so 14 cm Tiefe. Das Ganze ist
Jo, also hier ist richtig Stauraum noch. Unter dem dritten Sitz, also fast 50 cm lang das Ganze und breit. Ja, mindestens. Also so mindestens 30. Das heißt, zu dritt muss natürlich irgendwo Platz sein für die Füße und ja, dann können die Füße hier rein. Und wenn du jetzt sagst, alles klar, wir sind immer nur zu zweit unterwegs, Fußraum will ich aber auch haben, dann ist das natürlich auch ein guter Stauraum für eine Torte oder für, ja, vielleicht mit ein paar Kühlpacks oder was auch immer, für was Leckeres zum Trinken oder so. Ja. Kann man ja alles machen. Ne? Ja gut, Ja. bei uns passt da noch Jefer rein, ne? Ja, Jefer. Unschwer zu erkennen. Ich habe den Sitz noch mal ein bisschen anders eingestellt von der Rückenlehne. Das heißt, so können die Kleinen auch wirklich mal ganz gemütlich, ja, in eine sitzende Schlafposition. Die kaufen sich zum zweiten Du musst Auto ja noch nicht einen- die Familie nehmen, die mit 23 Kinder bekommt, sondern es gibt ja auch welche, die kriegen mit 35, 40 noch Kinder. mit 50, 60. Und da sitzt dann auch, ne? Also, ja, haben wir alles auf Sendung hier. Nee, Quatsch. ja, darum, Preis, ne, und so weiter. Ja. Du siehst das hier jetzt, das Load 475, was ideal gemacht ist für den Kindertransport. Und ich habe gesagt, wir stellen die Räder ja immer so vor, so wie wir sie hier haben. Aber ganz wichtig zur Info, du kriegst das Rad auch wirklich für den Gepäcktransport oder für den, ja, Einsatz als Handwerker, dass du da wirklich so eine Kiste drauf hast, wo du dein ganzes Werkzeug reinlegen kannst oder was auch immer. Ne? Also es ist wirklich, hat einen großen Einsatzbereich, das Ganze. Und ja, mit dem niedrigen Schwerpunkt extrem schön zu fahren. Aber da ist noch mehr, was das Fahrverhalten schön macht. Das ist jetzt so für die Aktion Bier statt Kinder. Ja. Das Rad ist vorne mit einer Federgabel ausgestattet. Das sorgt für ein gutes Fahrverhalten. Nö, das passt gerade nicht. Und hinten ist das Load 4 auch gefedert. Also waren die Vorgänger auch, aber diese Vollfederung vom Fahrrad oder vom Lastenrad, die macht das Fahrverhalten wirklich einzigartig gut. Die Federung gibt nicht nur deinem Gepäck und dir als Fahrer einen unheimlich guten Komfort, sondern sie gibt dir auch Bodenhaftung und Sicherheit. Und wo ich gerade Sicherheit gesagt habe, da gehen wir auch noch mal auf die Bremse und gucken uns mal die Scheibe an. Hier haben wir eine 180 mm große Bremsscheibe und im allerersten Moment mag man ja meinen, oh, die ist aber gar nicht so groß. Aber wenn ich jetzt dazu sage, wir haben hier ja auch nur ein 20 Zoll Laufrad, ganz wichtig an dieser Stelle. Und wenn hier mit einer 180er Bremsscheibe gebremst wird und du greifst mal so richtig rein, da kann ich aus Erfahrung sprechen, das Vorderrad, das kriegst du zum Blockieren. Gerade auf so einem Untergrund wie hier, wo so ein bisschen Schotter oder Geröll ist. Und da sind wir eigentlich auch beim nächsten Thema. Das ABS gibt es ja mittlerweile auch für Lastenräder. Und da finde das auch einen wirklich richtig guten, ja, Einsatzzweck oder Einsatzbereich. Hier in meinem Fall haben wir kein ABS, es wäre aber konfigurierbar. Dafür haben wir aber hier einen Vierkolben-Bremssattel aus dem Hause Tektro. Dann gehen wir noch mal kurz auf die Bremsscheibe hinten, weil die ist schon deutlich größer als die vordere. Hier haben wir eine Scheibe mit einem Durchmesser von 203 mm. Aber wir haben auch hier ein größeres Hinterrad. Hier haben wir ein 26 Zoll Hinterrad und auch einen Tektro-Bremssattel mit 4 Kolben. Ein kleines Detail am Rande, denn hier ist auch der Tachomagnet wieder auf der Scheibenbremse befestigt, also ist geschraubt. Das heißt, den brauchst du nicht jedes Mal neu, wäre aber auch sonst auch kein Thema. Aber ja, ist eine Erweiterung beim Smart-System. Sonst saß hier immer so ein schwarzer Knubbel, den gibt es jetzt nicht mehr. Das ist jetzt alles ein bisschen kleiner, feiner, schlanker vom Design. Ich drehe mal ein bisschen weiter, da steht es nämlich gleich. Gates Carbon Drive. Finde ich immer
extrem schön, gerade an so einem Rad mit der Enviolo und dem Bosch Motor, ein Zahnriemen. Dieser Zahnriemen ist besonders wartungsarm, extrem stabil und das Geniale hier, gerade bei diesem Rad, hier haben wir einen Kettenspanner verbaut oder einen sogenannten Riemenspanner. Das heißt, du brauchst dir hier um nichts Gedanken machen. Also es geht alles automatisch, du brauchst dich nur noch draufsetzen, losfahren und kannst Spaß haben, weil so ein Zahnriemen, der ist wirklich pflegeleicht. Vielleicht mal reinigen zwischendurch, aber ansonsten brauchst du dort wirklich nichts weiter beachten. Jetzt warten unsere Zuschauer schon wieder ganz gespannt darauf, was ich jetzt endlich vorstellen wollte, weil ich ja gerade jetzt endlich zum Powerpack 725. Und auch das ist eine Modellerweiterung aus dem Hause Bosch, kann ich da an dieser Stelle sagen, weil sonst gab es ja dieses Powerpack immer nur mit maximal 500 Wattstunden. Jetzt haben wir hier sogar ein Powerpack semi-integriert oder wie wir es auch immer nennen wollen, mit 725 Wattstunden. Und was ich auch sehr gelungen finde, ist hier die Ladezustandsanzeige oben auf dem Akku. Füllzustand kannst du hier ganz einfach ablesen. Von hier oben finde ich wirklich sehr, sehr, sehr gelungen. Also da auch nochmal ein Lob an Bosch. Jetzt mal so für Paniker für mich. Also kann ich noch einen zweiten Akku dazu? Wo mache ich ihn fest? Oder muss ich auswechseln? Also ich habe ja jetzt das Rad so hier, wie es hier steht. Und ich hätte jetzt gesagt, genauso wie es vorher war mit dem Powerpack 500, also zweimal Powerpack 500. Hier an der... Ah, ich habe da was gesehen. Warte mal kurz, Nils. So würde das dann aussehen. Das ist das alte Load. Ja, erklär es ja nochmal. Und das Smart-System Stand heute gibt es noch nicht mit dem Dual-Batteriesystem. Ich bin mir aber sicher, dass es das geben wird. Und in dem Fall ist es so, auch hier, wir stellen es ja immer so vor, wie wir es hier haben, hier mit einem 725er Akku. Es gibt aber noch eine weitere Akkuvariante, die ist dann aber etwas kleiner. Ich habe ja ein Load, was ich mir mit meiner Frau teile und wir haben da zwei 500 Wattstunden Akkus dran. Aber wenn ich dir mal erzähle, wo wir damit fahren, dann sagst du auch, ja, braucht der eigentlich gar nicht. Und das stimmt auch, weil wir fahren meistens mit dem Fahrrad im Ort. Und wenn wir eine Fahrradtour machen, könnte ich ja in so einem Lastenrad auch ganz bequem so einen Akku hier auf die Ladefläche legen. Oder hier in dem Fall ins Handschuhfach. Also auch das wäre wirklich ganz einfach. Deswegen sehe ich das jetzt auch nicht so als Drama, dass es hier kein Dual-Batteriesystem gibt. So, haben wir jetzt Akku und alles erledigt. Was haben wir jetzt hier für einen Motor? Ja, Motor. Wir haben hier einen Bosch-Motor. Bosch Performance Line CX Cargo Line oder Bosch Cargo Line. Da habe ich aber eine Frage an dich. Was ist denn jetzt hier, warum Cargo Line? Was kann er denn? Und er hat 65 Newtonmeter. Also das einmal an dieser Stelle. Und warum heißt er jetzt Cargo Line? Jetzt kommen wir zu deiner Frage, Dieter. Ja. Und beim Cargo Line ist es immer so, beim Lastenrad ist es ja so, du hast ein langes Fahrrad. Man sagt ja immer, Länge läuft. Über den Schwerpunkt haben wir auch schon gesprochen, dass je niedriger der Schwerpunkt, je besser fährt es. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, du machst das Rad relativ voll oder da sitzen Kinder drin, am besten 2 Stück. Und Kinder, die bewegen sich ja auch gerne während der Fahrt. Und jetzt stehst du an der Ampel, du willst losfahren mit deinem Fahrrad. Die Kinder bewegen sich und du fährst los. Da kannst du schon in so eine Situation geraten, wo du sagst, oh, ist ein bisschen unsicher. Aber sobald du mit dem Rad fährst, stabilisiert sich das ganze Rad. Und je schneller du beschleunigst, je schneller stabilisiert sich das Rad. Und das ist das Geniale beim Cargo Line. Du hast eine Leistungskurve, die zu Anfang wirklich steil bergauf geht, sodass du wirklich schnell beschleunigen kannst, dass du gut in Fahrt kommst, könnte ich sagen. Also falls du dich fragst, wie kommt der da eigentlich drauf, dass er immer sagt CX und Performance Line und Cargo Line und so weiter. Also das ist der Bosch Cargo Line Motor. Und ich komme da drauf, weil der Motor von außen baugleich ist
mit einem Performance Line CX. So, und ich muss noch mal was zeigen, weil klar, dieses Load 4 hat auch eine Schiebehilfe. Das heißt, wenn du wirklich mal einen extrem steilen Anstieg das Rad hochschieben möchtest, weil das vielleicht zum Losfahren nicht reicht, hat man ja manchmal, man will irgendwie irgendwo rüber und sagt so, oh, zum Losfahren kann ich nicht genug Schwung holen oder wer weiß was und ich habe es auch noch schwer beladen, na, dann ist es ja vielleicht schon alles ein bisschen knifflig. So, und darum hat das Load auch eine Schiebehilfe. So, ich habe die jetzt mal aktiviert und das Rad schiebt. Und jetzt muss ich anhalten, weil ich gerade nicht weiterlaufen kann. Und du siehst, ich habe keine Bremse gezogen und ich habe das Rad auch nicht hochgehoben. Das ist ein Rückrollschutz. Das heißt, jetzt will das Rad auch weiter. So, Schiebehilfe mal wieder deaktiviert. Also das fährt mir jetzt nicht außer Hand. Sobald ich anhalte, bleibt das Rad auch stehen. Das ist ganz wichtig, weil sonst würde es dir außer Hand fahren. Na, aber auch wenn es jetzt extrem steil ist, würde das Rad nicht nur stehen bleiben, das wird rückwärts wegrollen. Gerade wenn hier jetzt das Rad richtig beladen ist. Und darum fand ich es nochmal wichtig, diese Funktion auch zu zeigen. Haben wir bis jetzt in keinem Video gezeigt. Auch normale Pedelecs haben diese Funktion. Und ja, ich fand es wie gesagt ganz wichtig, das einfach mal auch hier zu sehen, was diese Funktion so kann. Also, jetzt ein Stück Sachertorte, ne? Das wäre was. Das wäre es, ja. Ja. Aber das machen wir morgen, ist ja auch nicht so schlimm. Morgen zum Frühstück gibt es Sachertorte. Haben wir nämlich geschenkt bekommen von einem unserer lieben Zuschauer. Vielen Dank schon mal vorab an dieser Stelle, weil es könnte sein, dass du jetzt dieses Video siehst, aber das Video mit der Sachertorte noch nicht online ist oder das Video mit der Sachertorte schon online war. Oder so, schon online war oder ist oder wie auch immer. Dann habe ich noch ein wichtiges Thema. Du bist ja jetzt maximal verwirrt. Ich bin jetzt tatsächlich verwirrt, weil wir haben davor einen Take aufgenommen, der hat damit begonnen. Dieter ist ja manchmal verwirrt. Nee. Ich bin jetzt gerade tatsächlich verwirrt, wir haben vergessen, was in dem Video zu zeigen. Nein, wir haben Doch, nichts vergessen. weil du gerade gesagt hast, das Video, was gelöscht wurde, da ist mir eingefallen, was war das denn für ein Video? Und dann habe ich gedacht, Mensch, was ist denn mit der Beleuchtung hier? Ja, mega geile Beleuchtung. Ja, keine Beleuchtung gezeigt. Vielleicht reicht das ja auch nur, wenn wir die kurz erwähnen. Aber ich habe ja gesagt, das ist Fernlicht. Also wir haben hier einen Es ist M99 aus dem Hause Supernova, wirklich ein super geiler Scheinwerfer. Macht ein mega Licht. Also wenn du damit mal im Dunkeln gefahren bist, dann weißt du, was Fahrradbeleuchtung so kann. Aber auch hinten haben wir ein Supernova Rücklicht War das etwa Bremslicht? mit Bremslichtfunktion. Also auch da ein wunderschönes Halt doch nur mal die Hand Rücklicht. davor, das sah gut aus, da konnte man das sehen. Ja, wunderbar. Na, aus dem Hause Supernova. Das ist das Rücklicht mit den 5 LEDs. Sieht echt cool aus. Wobei das TL3 finde ich natürlich auch super. Ist ein Klassiker in unserem Online-Shop. Also schau da auch ruhig mal rein. Ich habe gerade zu dir gesagt, Dieter, du bist maximal verwirrt. Ne? Ja. Weil Dieter überlegt immer, nehme ich ein Lastenrad oder nicht. Ach ja. Und wenn dir das genauso geht, dann hoffe ich, dass du jetzt ein klein wenig aufgeklärter bist nach diesem Video. Wenn du Fragen hast dazu, dann schreib sie gerne in die Kommentare. Gehen wir dann darauf ein. Vielleicht machen wir sogar ein extra Video. Also musst du immer aufpassen, was du schreibst, ne? Sonst gibt es noch ein Video. Mein Tipp noch an dieser Stelle, bevor du dir eins kaufst, auf jeden Fall eine Probefahrt machen. Such dir einen Händler aus, der das Ding auch reparieren kann in seiner Werkstatt. Es gibt Fahrradwerkstätten, die sind relativ klein. Da passt so ein Teil nicht mal durch die Tür, wobei die nur 1 Meter breit sind. Oder da ist kein Deckenlift, der so ein Rad auch mal hochheben kann. Darum, auch das ist von mir eine Empfehlung. Frag das, wenn du dir sowas kaufen willst. Oder komm einfach direkt nach Jadderberg, da geht das. Und wenn du zu uns kommst, buch bitte vorher einen Termin. Dann nehmen wir uns wirklich nur Zeit für dich und deine Wünsche und dein zukünftiges Fahrrad. Ja, sodass du maximalen Fahrspaß erleben kannst. Ja, und dann, bevor ich jetzt noch mehr rede und wer weiß was,
Ja, würde ich sagen, Sachertorte essen. genau, wir essen Ja. Sachertorte. Und da fällt mir gerade ein, du hast auch nichts zur Bereifung gesagt, ne? Aber darum Ist- geht es ja auch gar nicht. Ist ja auch ein normaler Reifen. Ja, Der hat ja jetzt nicht übermäßig viel Profil, der ist ja glatt, der läuft aber dafür schön leicht. ja. Also Video doch nicht zu Ende, wir haben hier einen Schwalbe-Reifen. Nö, aber die Reifen sind schon gut. Ja, Ja. ja. Ne? Und zum Eine Luftdruck Schwalbe macht habe ich keinen auch- Sommer, deswegen haben wir jetzt 2 Schwalbereifen. Genau, eine Schwalbe macht keinen Sommer. Was haben wir denn hier? Ein Big Ben Plus. Ja. Super. Also Big Ben Plus, auch da kann ich sagen, ein schöner Reifen mit einem guten Pannenschutz ist auch wichtig beim Lastenrad. Und wir haben das Bäckerschloss vergessen. Wir haben doch ganz viele Sachen gar nicht gezeigt. Ja, wie kommt das? Wir haben nur an Sachertorte gedacht. Und die essen wir jetzt auch. So, komm, Na? aus. Also Bäckerschloss haben wir hier auch. Und den Gepäckträger. Der Gepäckträger, ist der was Besonderes? Jeder Gepäckträger ist was Besonderes. Und dieser hier, der ist ja schon besonders, weil guck mal, Oh, ja, klar, federt mit, ne? der Gepäckträger ist gefedert.